Wir sind bei Morelo in Schlüsselfeld. Hier ist Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus. Ja, Sie sehen aus wie ein Ei der andere, aber es sind doch zwei ganz verschiedene Fahrzeuge. Auf der linken Seite ist ein Daily, auf der rechten Seite auch ein Daily. Nee, ein Eurocargo. Ein Eurocargo. Also hier sieht man es auch mal, man kann es eigentlich als Fachmann schon erkennen. Ich glaube, die Reifengröße ist schon mal anders. Die Reifengröße, die Motorposition und die Podesthöhe. Das ist ein Daily, wenn Sie kommen. Das bedeutet, das Fahrerhaus ist nicht dran. Ich habe auch ganz oft gesehen bei anderen Herstellern, die verwenden noch das Original Cockpit. Das macht ihr nicht? Nein, das haben wir im Prinzip von Anfang an nicht gemacht. Wir montieren unser eigenes Armaturenbrett mit unserem eigenen Plateau. Also man sieht es hier. Wir verändern ja die Position vom Fahrersitz, schieben das Ganze Richtung Frontscheibe und erhöhen das Ganze, was natürlich einen unheimlichen Komfort darstellt. Unglaublicher Aufwand. Für alles muss ein Werkzeug produziert werden. Alles in GFK, nehme ich an? Genau, alles in GFK. Alles mit Werkzeugkosten verbunden. Aber die Fahrzeuge sind ja nicht ganz billig. So, hier sieht man, in beiden Fahrzeugen ist die Komfort-Schallisolierung bestellt worden. Was ein ganz wichtiges Teil ist, sie wird von Hand montiert. Das ist übrigens unser neues Senderfahrzeug, wie es da ist. Also jetzt mal in der Explosionsdarstellung in echt quasi. Genau. Stark. Also wenn man das so sieht. Mega, ich bin jedes Mal erneut beeindruckt. So ist das ja. Die Zeit hast du normalerweise nicht, immer so ganz langsam mal durch die Produktion zu gehen. Aber du hast zu mir gesagt, naja, das nehme ich mir jetzt mal, wir zeichnen das mal auf für alle, dass man es mal sehen kann. So das Thema Schallisolierung und Komfort, das so Pkw-ähnliches Fahren, das lieben die Leute bei Morelo. Das heißt, man hat im Prinzip so ein Geräuschniveau fast wie ein Pkw. Fast, sage ich jetzt mal. Wir haben da natürlich, man darf nicht vergessen, es ist ein Transporterchassis, das nichts mit einer Automotive-Pkw zu tun hat. Aber wir versuchen das bestmöglichst zu optimieren. Und über die Zubehör, Schallisolation oder optimierte Schallisolation haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff. So, ich zeige mal gerade hier vorne rein, das kann man auch öffnen. Ihr habt das Cockpit im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, ist jetzt ein bisschen kürzer und flacher. Genau. Du siehst auch hier, die Kollegen kleben hier alles mit Schall aus, damit so viele Schallbrüche wie möglich im Fahrzeug verbaut sind. So, und das Ganze sieht man also hier vorne. Es gibt es einmal mit und einmal ohne. Das haben wir eben schon mal gezeigt. Hier ist es nicht montiert, aber es ist viel Handarbeit. Und wenn man hier so einen Radlauf sieht, das ist natürlich klar, wenn ich direkt darüber sitze, über dem Radlauf und habe dann nochmal, ich sag mal, eine Schallisolierung mit drin, das bringt richtig viel. Ja, natürlich. Wir haben hier bei den Reifen einen Rollwiderstand und die Geräuschentwicklung wird dadurch klar gebrochen. So sieht man es, ja, das ist das Cockpit. Hier sieht man auch nochmal die ganze Station, die hier da ist. Das hier ist eine Barversion, unschwer zu erkennen. Genau, eine Barversion. Der Rahmen ist ja mit dem Sitz nach unten hin verbunden. Und die Durchreiche leidet natürlich ein bisschen, aber wir versuchen das so gering wie möglich zu halten. So, die Barversion ist gerne bestellt bei euch? Ja, der Anteil ist, ich sage jetzt mal, fast 50%. Da entscheidet der Kunde individuell. Sag mal, wer kam denn auf den Namen Barversion? Das weißt du nicht, oder? Nein, den Namen gab es schon tatsächlich, schon bevor ich in die Branche gekommen bin. So, wir kommen hier Stationen 2 und 3. Was wird hier gemacht? Wir sehen, die Fahrzeuge sind relativ fertig. Das heißt, wir haben einen relativ späten Taktzustand. Die Wasserinstallation ist abgeschlossen. Der Zwischenboden ist fertig konfektioniert. Und da hinten geht es dann in die Gas- und Elektroinstallation. Ihr habt Fachleute für alles. Wechseln die auch schon mal die Stationen, die Fachleute? Ja, ich sage jetzt, das klassische Job Rotation steht bei uns natürlich ganz oben. Wir versuchen nicht ganz unnützig die Leute rotieren zu lassen, weil desto mehr Know-how sie sich über die Gewerke aneignen, desto besser ist es. Ist Edelstahl hier, der Fender hier. Guck mal gerade. Der ist so schön. Du meinst den Teller? Ja, den Teller. Genau. Nee, hier oben, das Teil. Das ist Edelstahl. Das ist Edelstahl. Das ist der Spritzschutz nach hinten dann. Aus Edelstahl? Aus Edelstahl. Nee, nicht aus Plastik? Nein, nicht aus Plastik. Hier vorne auch? Hier vorne auch. Das wird dann im Fahrzeug nochmal schöner verkleidet, das kann man an einem fertigen Fahrzeug sehen. Hier haben wir einen isolierten Radlauf, also das sieht man vielleicht optisch nicht, aber wenn man hinlangt, das sind 3 cm. Hier ist nochmal Isolation dazwischen, okay. Was nicht nur den Schall, sondern auch, ich sage jetzt mal, die Kälte draußen lässt. Achso, ich dachte, dass wenn man während der Fahrt hinten schläft, dass man besser schlafen. Nee, man darf ja eh nicht schlafen. Das ist nicht zulässig, nein. So, das ist dann der Kofferraum hinten, die Garage? Das ist die Garage. Die ist abgesenkt? Die ist abgesenkt, wie bei allen Fahrzeugen, und mit einer großen Garage dann, mit einer großen Klappe dann zugänglich. Ja, just in time, in Zeiten von Corona war das ganze Thema Durchgängigkeit von
ich sag mal, Jobs und so weiter gestört. Es kamen Teile nicht an. Ja, die Lieferketten waren natürlich ein ganz, ganz großes Thema dieses Jahr. Wir haben Länder, die in einen harten Lockdown gefahren sind. Und das war ein reinstes Desaster, aber wir haben ein tolles Team, das uns da wirklich ganz, ganz gut durch die Krise geholfen hat. Es haben alle zusammengeholfen, wir haben alle zusammengepackt, haben dann auf kurzem Wege, egal ob jetzt Konstruktion oder Einkauf, neue Wege gesucht, um die Lieferengpässe so gering wie möglich zu halten. Wenn ich eine Anhängerkupplung haben möchte, am besten gleich mitbestellen. Ja, der nachträgliche Einbau ist relativ schwer, deswegen empfehlen wir zumindest die elektrische Vorbereitung, weil dann hast du die Elektrik schon mal hinten und dann kann man den Bock kann man immer noch montieren. Okay, das heißt, da ist eine Rahmenverlängerung dran. Es bestellen viele mit Kupplung, oder? Ja. Man sieht, der vorne hat wieder keine. Ist das eine Sparversion, die kommt? Nein, das ist keine Sparversion. Es gibt Kunden, die fahren per Du keinen Hänger und dann bestellen die auch keinen. Also man sieht ja, die Anhängerkupplungsvorbereitung bestellt, weil die Elektrik, die ist schon da. Genau, weil die Elektrik liegt hinten. So, da hat es einen großen Gastank dabei. Wir haben einen kleinen Gastank. Wir haben uns entschieden nochmal für eine Dieselheizung, die also zusätzlich über den Wärmetauscher nochmal versorgt. Wärmetauscher sind grundsätzlich bei euch immer eingebaut oder ist das eine Option? Nein, der Wärmetauscher ist Serie bei allen Modellen. Bei allen Modellen. Wenn du mir mal kurz sagst, was ist ein Wärmetauscher? Ein Wärmetauscher, so jetzt zeigen wir jetzt. Der ist hier noch nicht eingebaut, glaube ich. Doch. Zeig mal. Hier sitzt er. Das ist der Wärmetauscher. Genau, der Wärmetauscher. Der sorgt dafür, dass das warme Wasser durch das komplette Fahrzeug zirkuliert. Also wir nehmen im Prinzip hier die Motorwärme und speisen sie in die Zentralheizung ein. Sprich, wir nutzen die 90 Grad, die vom Motor vorne kommen, dämmen die ein bisschen, also wandeln die in 70 Grad und jagen sie durchs ganze Fahrzeug. Das heißt, wenn der Motor läuft, kannst du dein Fahrzeug ohne weiteres auf 25 Grad erwärmen. Ich habe das schon probiert. Ich habe einfach mal die Alde ausgeschaltet, habe die Zirkulation angelassen und es war wunderbar warm. Genau. Du hast hier deinen Hahn. Also man kann es auf Sommer- und Winterbetrieb einstellen. Im Sommer macht ja eine Heizung keinen Sinn. Das heißt, wenn ich den jetzt im Sommer auf kalt stelle, habe ich die Heizung hinten nicht am Laufen, was Sinn macht. Und im Winter oder in den kälteren Wintermonaten kann ich es aufmachen. Und wenn ich während der Fahrt nutze ich die Motorwärme, um das komplette Fahrzeug zu heizen. Schön. Ja, ihr habt ja noch keine Erfahrung. Euch gibt es ja erst seit 10 Jahren. Aber ihr habt die Fahrzeuge, die 2010 gebaut worden sind fast alle noch auf der Strecke, oder? Ja, alle. Bis auf die Nummer 1, die haben wir in der Ausstellungshalle. Echt? Ja, die Nummer 1 haben wir uns damals gekauft vor 2 Jahren. Weil wir da einfach gesagt haben, das ist so der Ursprung. Ihr habt die 1 zurückgekauft? Wir haben die 1 zurückgekauft, ja. Hat der das gewusst? Der hat es gewusst. Das hat sich im Wiederverkaufswert natürlich wiedergespiegelt. So, das hier ist der Diesel-Einfüllstutzen? Genau. Diesel-Einfüllstutzen und die Entlüftung, 2 separate Schläuche. Sprich, wenn unten Diesel reinläuft, kommt oben die Luft raus. Ja, das ist nämlich so, es gibt einige Fahrzeuge, die ich schon selber erlebt habe. Da kannst du gar nicht schnell genug tanken, weil die Entlüftung irgendwie blöd angebracht ist. Aber hier kannst du tanken, sogar mit LKW-Rüssel geht. Genau, ohne Probleme. Und wir haben ja jetzt hier den 200-Liter-Tank, der auch für eine enorme Reichweite sorgt. So, Luftfederung, die ist hier eingebaut. Genau, wir haben hier eine Luftfederung. Ich bilde mir ein, bei dir hat man die Vollluftfederung vorne und hinten, die dann hier mit den Welgen funktioniert. Und ist eigentlich für den Komfort, den man während der Fahrt hat, unumgänglich. So, das können wir gleich mal sehen, denn es ist einiges, was hier kommt. Ich gucke mal gerade rüber, was ist jetzt hier an der Position schon anders als da drüben? Wir haben jetzt hier, jetzt muss ich mir selber mal einen Überblick verschaffen, wir haben hier natürlich die Entwässerung komplett schon integriert, also die Entsorgung. Dann haben wir hier abgeschlossen, also du siehst hier keine Rohre mehr, bis auf die 2, die dann nach oben gehen in die Küche. Ansonsten die Heizung ist montiert, die Heizung ist auch angeschlossen. Ich habe Supersense bestellt, weil du zu mir gesagt hast, musst du unbedingt haben. Außerdem war das Kreuz hier noch frei auf der Liste. So ungefähr, ja. Was ist Supersense? Supersense, das ist eine Messsonde, die einfach einen prozentualen Füllstand anzeigt. Weil wir haben, warte mal, jetzt schauen wir mal, ob wir das an dem Tank sehen. Wir haben, wenn du hier guckst, haben wir die Ultraschallsonden, die natürlich nur in 25% Schritten zeigen. Sprich, ob der Tank 25% hat, 50, 75 oder 100. Das ist bei 250 oder 300 Litern nicht immer einfach. Und hier haben wir die Möglichkeit, dann in Prozentschritten das anzuzeigen. Das ist auch das, was viele nachrüsten können. Ist nachrüstbar, gar keine Frage, aber hier ist es ab Werk möglich. Hier ist es ab Werk, sprich du hast
kein nachträgliches gebastelt. Du siehst, das ist bei uns hier fest integriert. Der Stutzen, der vom Schlauch kommt, ist mit der Supersense komplett angebunden. Okay, das heißt, der Auftrag hier für die Rohre und für die Zulieferung, der kommt sofort, nachdem das Fahrzeug eingestellt wurde bei euch im System? Genau. Stark. Das sind so kleine Details, die man sieht. Ja, die Tanks selber, da haben wir schon mal drüber berichtet, da kommt man anschließend nicht mehr gut ran. Das heißt, die müssen funktionieren. Die müssen funktionieren, die werden auch alle befüllt. Also die Tanks werden bei uns komplett voll gemacht und erst am Bandende wieder entleert. Okay. Ist ganz selten, dass mal was vorkommt, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ihr habt damit gar kein Problem, oder wenig? Nein, das Fahrzeug ist so konzipiert, wenn du jetzt mal nach hinten guckst, wir fangen von hinten an durch die große Garage, demontieren das erste Schottbrett und ziehen im Prinzip von da raus. Okay, das heißt, sollte mal irgendwas passieren, man kommt noch mal ran. Ja. Ist aber schon so ein bisschen wie einfädeln. Ja, da muss der Schlankeste in den Zwischenboden rein, um den Tank rauszuziehen. So, hier vorne sieht man es, Fußbodenheizung, auch das ist eine Herausforderung? Ja, aber das ist jetzt unser täglich Brot. Das ist also wie zu Hause quasi. Genau, das ist wie zu Hause, also mit der Besonderheit, dass wir hier 12 Volt haben und 230 Volt. Wir haben hier Strom und Gas. So, hier vorne sieht man es, Elektrik. Auch das ist mit hohen Strömen verbunden. Wir sind ja Niedervolt hier. Genau, wir haben hier 230 Volt und das sieht man dann später, das ist wie im Prinzip in dem Keller, jeder, der in seinen Heizraum geht und einen Elektroschrank aufmacht, das ist dasselbe Prinzip. Hier vorne sieht man es links. So, wir stellen es mal gerade hier vorne hin. Ihr reinigt permanent oder ist das jetzt nur, weil die Kamera da ist? Nein, die Ordnung und Sauberkeit ist bei uns das höchste Gut, das sich dann auch in der Qualität der Fahrzeuge widerspiegelt und das lässt jetzt den kompletten Produktionsprozess mit begleiten. So, hier sieht man es. Ja, das ist das Cockpit, das kommt fix und fertig so angeliefert und das Komfortlenkrad ist dran. Das ist also auch wichtig. Es gibt ja viele Änderungen, die dann vom Hersteller kommen, wo es dann heißt Abstandstempomat, Spurhalteassistent und so. Die kann man nicht alle immer sofort umsetzen, oder? Nein, die Chassishersteller ist das eine und wir das andere. Wir müssen das natürlich, wenn man bedenkt, dass man das komplette Fahrerhaus, das serienmäßig drauf ist, demontieren. Wir verändern die Positionen, wir verändern die Winkel. Von daher ist das eine komplette Neuentwicklung. So, das ist Eurocargo. Das ist ein Eurocargo, ja. Ganz anders, oder? Das ist ein 24 Volt LKW-Chassis, der mit dem 12 Volt Transporter eigentlich wenig zu tun hat. Ja, ihr bietet jetzt neuerdings seit neuestem mit dem Loftliner ein Fahrzeug auf 7,49 Tonnen auf Eurocargo-Basis. Man sieht auch schon, man sitzt noch mal ein bisschen höher. Genau, man sitzt ein bisschen höher. Man hat hier den Vorteil, dass das ein vollwertiges LKW-Chassis ist, sprich ich habe die Druckluftbremsen, ich habe einen anderen Rahmen, ich habe einen anderen Motor. Der Nachteil ist natürlich dann die Zuladung, weil das Fahrzeug wiegt schon in der Basis um einiges mehr. So, hier sieht man es. Das ist jetzt Station 2 und 3, die wir jetzt gesehen haben. Und jetzt kommt so nach und nach kommt ein bisschen mehr. Bis gleich, bleibt dran. So, ich halte noch mal ganz kurz für die Abmoderation. Eurocargo, Chassis und hier ist das Cockpit. Vielen Dank, Robert, erstmal. Gerne. Ciao.